Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe der Abschweifung. Da, wo ich gelegentlich von Thema abschweife. Was eigentlich laut Frankster schon gar nicht mehr so oft vorkommt, weil ich immer ziemlich on point bin. Aber wir sind hier bei der Abschweifung. Ich schweife ab. Mein Name ist Sascha Machmann und ich sage Hallo. Das heutige Thema ist mal wieder so eine ziemlich akute Sache. Bei mir ist das jetzt so gewesen, dass vor knapp einem Jahr anfing mein Geschirrspüler ein bisschen undicht zu werden. Nicht irgendwo bei den Teilen, wo Wasser rein und rauskommt. Nein, vorne an der Tür. Also habe ich mich hingesetzt, habe meinen Stuhl genommen, habe die Tür ganz weit aufgemacht und habe dann die ganzen Dichtungen alle sauber gemacht und auch mit säurefreiem Fett eingeschmiert. Dann alles wieder abgeputzt, soweit, dass so ein bisschen, so ein ganz seidenmatter Glanz auf der Dichtung war. Und habe mich dann mal darum gekümmert, um die Dichtung, die quasi unter der Tür ist, zur Spülmaschine, also wenn die Tür so aufgeklappt ist. Und da habe ich festgestellt, ui, die ist schon ganz schön fällig. Jetzt muss man sagen, meine Spülmaschine ist 20, eher 25 Jahre alt. Ich habe sie in meiner ersten wirklich eigenen Wohnung, wo ich ganz alleine eingezogen bin, von der Vormieter übernommen. In den Deal, die dürfen meinen Keller länger benutzen. Und ich dafür kriege die Waschmaschine und die Spülmaschine. Ich meine, so nach einer Trennung, wo man halt alles zusammen hatte, hatte ich zwar eine Küche, aber keine Waschmaschine, kein Geschirrspüler. Ja. Und das kam mir ganz gelegen. Und so habe ich sie dann von der Wohnung in die nächste gemeinsame Wohnung mit meiner Ex-Partnerin und dann wieder mit in diese Wohnung genommen. Und so hat sie viele, viele, viele Jahre ganz treue Dienste geleistet. Denn sie ist ja schon gut 18 Jahre mit mir unterwegs gewesen. Ja. Also, ich machte ja auch kein Hehl draus. Seit meinem Schlaganfall sieht das bei mir finanziell nicht mehr rosig aus. Habe ich, nachdem das anfing, da undicht zu werden an und mein Reparaturversuch zu nichts geführt hat, habe ich angefangen, Geld zur Seite zu legen für Projekt Spülmaschine. Mir war klar gewesen, mit Lieferung und so weiter brauche ich roundabout 550, 600 Euro. Und so habe ich ein Jahr lang gespart. Und jetzt war es soweit. Yippie! Neue Spülmaschine bestellt. Wo bestellt man das? Also habe ich mir gedacht gehabt, meine Schwester hat relativ gute Erfahrungen gemacht mit Otto. Also Otto. Ja. Bestellt, bezahlt per PayPal. Rucki-zucki war alles da. Das Geld, nicht die Maschine. Die Maschine kam ein paar Tage später. Wurde dann von Hermes Versand geliefert. Beziehungsweise von dessen Speditionsabteilung. Ich hatte mich schon gewundert, weil man muss sagen, ich habe eine höhere Küche, da ich ein großer Mensch bin. Ist meine Küche gut 7 Zentimeter höher wie eine normale Küche. Und so brauche ich auch halt eine Spülmaschine, die da reinpasst, von der Höhe her. Weil ich da auch keinen Unterbau, Dingsbums-Schrank, Schubladen, so wie beim Herd das habe. Ich habe bei meiner Waschmaschine den Deckel drauf und so ist dann nur ein kleiner Spalt. Den kann man mal benutzen, um mal eben ein Putztuch oder so weiter zur Seite zu legen. Also habe ich mich entschlossen gehabt, anstatt eine Unterbaumaschine zu nehmen, eine Maschine mit Deckel. Weil da sind ja ungefähr 3 Zentimeter oben drauf. Wenn man dann die Füßchen rausschraubt unten drunter, dann müsste das passen. Die Maschine müsste auch so passen, wenn man den Deckel abmacht, weil man kann sie noch ungefähr 10 Zentimeter höher schrauben. Ich habe dann eine gute Maschine genommen. Das können nicht viele.
Ich hatte mich ja schon im Vorfeld informiert gehabt, welche ich haben will. Ja, und das war der Passus Knackus. Ich habe mit Deckel bestellt. Und ich hatte mich schon gewundert gehabt bei dem Bestellvorgang, warum ich den Installationsservice nicht in Anspruch nehmen kann, sondern nur den Aufbauservice. Der kostet 19 Euro. Nein, doch 19 Euro. Der Installationsservice kostet 65 Euro. Da habe ich mich wirklich gewundert. Mhm. Und am Tag, an den die Maschine kam, hatten wir hier Küche vorbereitet, also den Spülunterschrank leer geräumt, Hindernisse aus dem Weg geschaffen. Und dann kam die neue Maschine. Und wie sie kam. Die Jungs sind reingekommen, die haben das zu dritt geliefert. Fand ich interessant. Und haben die Maschine dann erstmal im Flur gestellt, weil sie wollten ja die alte mitnehmen. Und dann kam das große Problem. Ja, wie, die ist noch nicht abgebaut? Nein. Ich kann das nicht, ich bin schwerbehindert, bla bla bla. Ich meine, ich mache echt nicht gerne diese Schwerbehindertenkarte ausspielen. Ja, also ich mache das wirklich nicht gerne. Aber manchmal muss das echt sein, weil ich kann es nicht mehr. Theoretisch, ja, ich habe es sowas jahrelang selber gemacht. Meine erste Küche habe ich komplett selber gebaut. Und nein, das ist kein Problem für mich, sowas. Lange Rede, kurzer Sinn. Es scheiterte, dass die Spülmaschine mit 2 Schräubchen im Schrank verschraubt war. Gut, da sind die dann von dann gegangen und haben mir die Spülmaschine, die neue, im Flur stehen lassen. Jetzt muss man sagen, seit dem Schlaganfall bewege ich mich mit einem Rollator in meiner Wohnung fort. Gegebenenfalls sogar, wenn es richtig schlechte Tage sind, mit einem Rollstuhl. Aber den brauche ich meistenteils nur, wenn ich draußen unterwegs bin. Und da ich ja ein großer Junge bin und auch ein kräftiger junger Mann, brauche ich auch ein bisschen mehr Platz. Jetzt stand dann die Spülmaschine zwischen der Küche, Wohnzimmer und Schlafzimmer auf dem Weg zur Toilette und zur Tür. Das bedeutet, ich musste mich halt jedes Mal durch diesen schmalen Spalt durchquetschen und dann versuchen, nicht auf die Fresse zu fallen, wenn ich halt meine Notdurft zu verrichten hatte. Ja, schwierig. Also habe ich dann halt eine freundliche E-Mail geschrieben, wo ich die Situation geschildert habe und dann ich dann auch dabei gepackt habe, die Problematik, die dabei ist, und habe einen super freundlichen Anruf bekommen von Otto, in dem er sich dafür entschuldigt. Man wird das jetzt veranlassen. Das wird schnell gemacht. Ja, 7 Tage später wurde die Maschine eingebaut und ich musste dafür auch nichts bezahlen und habe tatsächlich die 19 Euro zurückgekriegt für den Installationsservice. Aber die haben die alte Maschine nicht mitgenommen. Die haben die alte Maschine dann quasi dahingestellt, wo die neue stand. Und die stand dann auch wieder ein paar Tage darum. So, dass ich über 2 Wochen lang nicht gut zur Toilette kam und zur Haustür. Das war sehr ärgerlich. Und ich bin jetzt gespannt, weil der Tag der Abholung ist Montag und wir haben jetzt Sonntag, wo ich die Aufnahme mache. Dann warten wir mal ab, wie das dann jetzt funktionieren wird. Dass da was passiert und dass da nicht wieder Probleme sind. Weil dieses Mal muss ich die Abholung bezahlen, obwohl ich beim ersten Mal angeklickt habe, kostenlose Entsorgung der alten Maschine. Muss ich jetzt 52 Euro dafür bezahlen, dass sie mitgenommen wird.
Jetzt könnte man sagen, ja, aber du hast doch Familie. Die könnten doch. Ja, die könnten. Wenn ich sie mit diesen Problemen belasten wollen würde. Aus Erfahrung heraus. Ich meine, ich hatte das Geld sowieso gespart, also kann ich auch das Geld dafür investieren, dass das passiert. Ich weiß nur eins, sollte irgendwann mal meine Waschmaschine den Geist aufgeben, dann werde ich das besser im Voraus planen. Wesentlich mehr planen. Wesentlich ausführlicher planen. Und mir Versicherung holen, dass das auch so passiert, wie ich es will. Und jetzt kommen wir zum nächsten Problem. Meine Waschmaschine wäscht keine Wäsche mehr. Nicht, weil sie kaputt ist, nein, weil sie kein Wasser bekommt. Jetzt sagte ich ja schon anfangs, dass ich ein guter Sohn war und viel mit meinem Vater so kleine Reparaturen gemacht habe und dabei sehr viel gelernt habe. Und ich weiß, wo man das Wasser abstellt. Und da habe ich gesehen gehabt, okay, die haben vielleicht, wie sie die Spülmaschine angeschlossen haben, beide Eckventile zugedreht. Und dann später nur eins aufgedreht. Nämlich das Eckventil, wo die Spülmaschine dran war, aber nicht das Eckventil, wo die Waschmaschine dran war. Ja, bin ich hingegangen, habe meinen Stuhl davor geschoben, so wie ich es immer mache, habe mich dann halt hingesetzt und habe dann gesehen, beziehungsweise gemerkt, dass ich das Ventil so ungefähr nur 10 Grad drehen kann. Und ich das kalte Wasser in der Küche normal habe. Dann habe ich das kalte Wasser mal so den Teil vom Ventil ganz reingedreht und wieder rausgedreht. Gut, Wasser ging aus, Wasser ging wieder an. Ja gut, funktioniert. Ich dann wieder das Eckventil, wo der Anschluss für die Waschmaschine dran ist. 10 Grad. Also klemmt das Eckventil mit dem Abgang für die Waschmaschine. Dann habe ich am Mittwochabend die Hausverwaltung angeschrieben und konnte mich schon wunderbarerweise mit einem, ja, nicht besonders intelligenten Chatbot unterhalten, der dann halt aus meinem Brief, den ich geschrieben habe, die relevanten Daten rausgenommen hat und dann noch so Fragen stellte, wie handelt es sich um ein Eckventil für den Anschluss von sowieso? Gibt es da noch andere Abgänge? Haben Sie Wasser in der Wohnung? Gibt es noch eine andere Entnahmestelle? Und dann habe ich die Fragen alle beantwortet und seitdem von meiner Hausverwaltung nichts mehr gehört. Am Freitag habe ich vormittags zu sämtlichen E-Mail-Adressen, die es gibt, von der Hausverwaltung hingeschrieben, dass ich doch pflegebedürftig bin, ich mal gerne Wäsche waschen wollen würde und ich diese Pflegeutensilien halt für die Pflege brauche. Ja, bis jetzt hatte sich auch noch keiner gemeldet. Da bin ich mal gespannt drauf, denn mir geht so langsam die Wäsche für die Pflege aus, die ich ja bekomme. Also man sieht, wenn man einmal hingeht und halt ein Gerät auswechselt, das kann kompliziert werden. Das kann echt kompliziert werden. Nicht nur, dass das teuer ist, und ich meine, spätestens seit Corona und wo die Lebensmittelpreise so explodiert sind, ist das echt schwierig geworden, mal ein bisschen Geld für solche Reparaturen oder neue Geräte an die Seite zu legen. Nein! Dann passiert so eine Scheiße und man muss echt Ewigkeiten warten. Dann ruft man bei der Hausverwaltung an und da geht dann nur eine Mailbox dran. Ja, wir sind nur montags und mittwochs telefonisch zu erreichen.
Also hier in der Siedlung sind 1200 Wohneinheiten, die dieser Hausverwaltung gehören. Und das Gleiche nochmal, die einer anderen Hausverwaltung gehören. Das sind jede Menge Menschen, die hier leben. Und die gehen nur an 2 Tagen in der Woche ans Telefon? Unglaublich. Aber ich überweise 2 Tage zu spät meine Miete. Habe ich sofort eine E-Mail im Briefkasten. Hallo, gibt's da Probleme? Ja. Ich weiß, lieber Frank, du hörst das garantiert. Es ist wieder nicht abschweifend genug, um den Namen in irgendeiner Art und Weise gerecht zu werden. Aber ich sag es mal so. Ist mir egal. Ich bedanke mich dafür, dass ihr zugehört habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch eins von den anderen Projekten euch mal anschauen würdet. Den Blog mit tollen Texten theologischer Natur. Den Probe-Podcast, wo ihr als Hobby-Musikproduzent euch austauschen könnt, Erfahrungen von uns lauschen könnt oder einfach nettes Gerede aus dem Proberaum genießen dürft. Oder eins der anderen Formate, die hier unter den Lautfunk-Podcast-Format laufen. Da gibt es ja immer wieder mal andere Formate mit oder ohne Gäste. Ich bedanke mich dafür, dass du da warst und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Sascha.